willkommen zu unserem Online-Diagnosetraining. Mein Name ist André Vogt und ich bin Diagnosespezialist bei der Firma Snap-on Tools. Heute wollen wir uns mit der TSB-Funktionalität des Modus Edge auseinandersetzen. Was bedeutet überhaupt TSBs? TSBs sind technische Service Bulletins, sind Informationen vom Hersteller direkt, OEM-spezifisch, über verschiedene Reparaturmöglichkeiten oder Rückrufinformationen des Herstellers. Was das genau bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Die TSB-Funktionalität liefert uns tagesaktuelle Inhalte und sind nicht auf dem Gerät gespeichert. Um diese Funktion zu nutzen, müssen wir unter der Taste Extras und Einstellungen das Modus Edge mit dem Internet verbinden. Wir gehen hierzu auf die Taste Wi-Fi konfigurieren und bekommen schon jetzt die Liste der Netzwerke. Wir wählen uns unser entsprechendes Netzwerk, in dem Fall Snap-on Guest, und geben das Passwort ein. Wir bestätigen unsere Passworteingabe mit dem grünen Haken, kontrollieren noch einmal unsere Einstellungen und drücken die Taste Verbinden. Jetzt sehen wir, dass unser Modus Edge über Wi-Fi mit dem Internet verbunden ist. Gehen auf unsere Home-Taste und sind wieder im Startbildschirm. Jetzt können wir die TSB-Funktionalität nutzen. Wir sind immer noch in unserem VW Golf 2008 1,4 Liter Motor und ich möchte euch noch ein anderes Beispiel zeigen, weil dieses war jetzt zutreffend für einen elektrischen Fehler, wo möglicherweise eine Motorcheckleuchte brennt und der Kunde uns schon Informationen liefern kann, die die Symptombeschreibung betrifft bzw. was das Problem schon andeutet. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel zeigen von einem Klappergeräusch nach Motorstart. Wir suchen uns das Thema raus. Auch hier bemängelt der Kunde bzw. wir haben schon diagnostiziert Klappergeräusch nach Motorstart, wählen uns den entsprechenden Inhalt und normalerweise würden wir ja in dem Fall überhaupt kein Diagnosegerät in Betracht ziehen, um den Fehler zu diagnostizieren. Weil ein Klappergeräusch nach Motorstart klingt eher nach keinem elektrischen Problem, sondern nach einem rein mechanischen Problem. Die TSB-Funktionalität ermöglicht uns aber auch in diesem Fall Informationen einzuholen. Wir haben hier wieder unsere Symptombeschreibung, Klappergeräusche nach Motorstart bei kaltem Motor, bekommen unsere Ursachen, falsche Ventilsteuerung oder fehlerhafter Kettenspanner, bekommen unsere Lösung angezeigt, Steuerzeiten prüfen, Steuerkettenabdeckung ausbauen, Steuerkettenspanner prüfen, haben hier wieder unser Bild, schauen uns den Kettenspanner an, können uns informieren. Weiter unten bekommen wir weitere wichtige Informationen zur Lösung. Und zwar sollen wir die richtige Funktion des Kettenspanners prüfen. Wenn kein Fehler festzustellen ist, wird hier auf einen VW TPI-Inhalt hingewiesen, welcher zwingend notwendig ist, das weiter zu prüfen. Denn ohne diese Mitteilung dieses TSBs ist es nahezu unmöglich, diesen Fehler nicht nur zu lokalisieren, sondern überhaupt zu bearbeiten und zu beseitigen.